Ganz recht herzlich willkommen zum vierten Teil unserer kleinen Serie zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic, beziehungsweise gilt natürlich alles auch für die Version ohne Classic, also ohne Lünette und so weiter und so fort. Wir schauen uns heute einmal WhatsApp-Nachrichten, Benachrichtigungen, Outlook, Gmail und so weiter und so fort an, was geht und was geht nicht auf der Watch 6. Ja, und wir nehmen mal das Beispiel WhatsApp, um zu zeigen, was für Möglichkeiten es grundsätzlich unter Wear OS gibt, Benachrichtigungen zu beantworten bzw. sich anzuschauen. Also zunächst mal der Benachrichtigungsmodus, also sprich von links nach rechts gewischt. Da könnt ihr in alle Benachrichtigungen, die ihr so erhaltet, reingehen und die dann entsprechend öffnen. Das sehen wir hier einmal bei WhatsApp. Und jetzt unterscheidet sich zwischen Nachrichten, die für Apps kommen, die noch eine native App auf der Uhr haben, so wie WhatsApp mittlerweile. Ja, da könnt ihr jetzt quasi hier die zugehörige App auch öffnen und dann innerhalb der App beantworten und so weiter und so fort, euch Dinge angucken und ähnliche Dinge. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch über die zugehörige App, also in unserem Fall hier die WhatsApp-App, reingehen und geht da einfach hier drauf und seht dann das Gleiche, denn nichts anderes öffnet dann letzten Endes auch die Benachrichtigung. Wenn es keine Benachrichtigung oder keine native App vielmehr gibt für eine Benachrichtigung, dann könnt ihr auch direkt in der Benachrichtigungsfunktion, also von links nach rechts gewischt, beantworten und so weiter und so fort. Das ist dann je nach Benachrichtigung aber durchaus auch mal eingeschränkt. Ja, und das eingeschränkt bezieht sich im Wesentlichen auf, wie gesagt, Apps oder beziehungsweise Benachrichtigungen zu Apps, zu denen es keine native App gibt. Für Gmail zum Beispiel ist es angekündigt, dass es im Oktober oder so kommen soll. Outlook gibt es zum Beispiel eine App, also wenn ihr eure Nachrichten oder eure E-Mails per Outlook empfangt, könnt ihr die auch auf der Uhr öffnen und ganz normal beantworten und so weiter und so fort. Bei Gmail gibt es dann schon Einschränkungen, denn da bekommt ihr nur eine Info hier in der Benachrichtigungsfunktion der Uhr, dass die Nachricht angekommen ist. Gegebenenfalls könnt ihr noch darauf antworten, das hängt dann halt immer so ein bisschen davon ab, welche App oder beziehungsweise eine Benachrichtigung zu welcher App ihr denn da bekommen habt. Ja, jetzt gehen wir aber mal rein wirklich in WhatsApp und gucken, was da so für Möglichkeiten bestehen. Also wir haben vorhin schon gesehen, eine normale Textnachricht, die könnt ihr natürlich einfach abrufen, haben wir hier gesehen, die ist angekommen, können wir abrufen. Jetzt haben wir hier ein Bild geschickt, auch das können wir abrufen, einfach hier draufklicken und das Bild wird dann heruntergeladen und zwar auf eure Uhr. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen, das belastet den Speicher eurer Uhr, dieses Bild. Ihr könnt es übrigens auch, zumindest nach meinem Wissen, nicht weiter öffnen als diese Voranschau oder diese Voransicht sozusagen. Wenn ihr wisst, wie man es ganz öffnen kann, sagt mir herzlich gerne mal Bescheid. Emoticons und so weiter und so fort kommen natürlich auch an. Das ist überhaupt kein Problem. Und antworten können wir dann entweder per Sprachnachricht. Das seht ihr jetzt hier. Das ist die Option, um per Sprachnachricht zu antworten. Und da würde ich jetzt sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wir antworten jetzt per Audioaufnahme. Und dann können wir das Ganze auch direkt zurückschicken oder verschicken vielmehr und der Empfänger bekommt von uns dann hier die Sprachnachricht zurück. Die andere Alternative ist logischerweise das Ganze per Tastatur zu beantworten, also einmal per Schnellantworten, die seht ihr jetzt hier. Oder aber, und das ist hier die Möglichkeit, indem ihr hier oben ins Textfeld klickt, dass ihr hier einfach mit eurer Tastatur oder auch mit der Spracheingabe gegebenenfalls diese Nachricht dann beantworten könnt. Also die Optionen stehen euch, ich will mal sagen, frei. Das liegt jetzt daran, weil WhatsApp hier als native App installiert ist. Nur deswegen gehen die Sprachbenachrichtigungen. Das kann zum Beispiel bei Threema und Co. schon etwas anders aussehen. Deswegen ganz wichtig, das gilt für native Apps wie WhatsApp. Bei anderen Apps kann es durchaus anders aussehen. Wer keine WhatsApp-App auf seiner Uhr installiert hat, aus welchen Gründen auch immer, dem sei noch gesagt, kleiner Tipp, wenn bei euch keine Bilder angezeigt werden, geht mal in die Einstellungen von WhatsApp auf eurem Telefon und sucht da Speicher und Daten raus und aktiviert dann den automatischen Download von Medien. Das ist oft das Problem, weswegen auf der Uhr keine Bilder angezeigt werden, weil sie halt eben nicht heruntergeladen wurden. Gilt aber nur, wenn ihr nicht die native App von WhatsApp auf eurem Wear OS-Device installiert habt. Ja, schauen wir noch mal weiter. Was geht ansonsten noch? Wir haben gerade eben gesehen, wir haben eine Sprachnachricht verschickt. Das war das eine. Wir können aber auch Sprachnachrichten empfangen. Sprich, wir erhalten diese Nachricht dann und können uns die auch anhören. Jetzt läuft hier im Hintergrund gerade die Antwort auf meine Sprachnachricht. Also das funktioniert auch direkt über die Uhr. Überhaupt kein Thema. Was dann noch wichtig ist zu wissen, was ist denn mit Sprachanrufen bzw. Videoanrufen? Und dazu rufe ich mich jetzt sozusagen mal eben selber an und dann schauen wir mal, was passiert. Wir sehen hier, es kommt ein Anruf rein
Wir können den jetzt tatsächlich auch annehmen und zwar auf der Uhr. Das ist auch ganz neu, seitdem es die native App gibt, wenn man weiß, wie man es annimmt. Und ich bin jetzt hier gerade ein bisschen zu blöd und verstehe nicht, dass ich es jetzt hier natürlich über diesen angezeigten Kreis hinausziehen muss. Das klappt aber jetzt gleich, genau. Und damit haben wir jetzt den Sprachanruf auch angenommen und können jetzt theoretisch mit demjenigen über die Uhr, und das ist halt das Entscheidende, das ging nämlich früher nicht, über die Uhr auch sprechen. Ihr habt jetzt den Lautsprecher, könnt ihr benutzen, das Mikrofon der Uhr, all das funktioniert jetzt und ist überhaupt kein Problem. Und das übrigens auch mit der LTE-Variante, logischerweise dann ohne Smartphone. Ja gut, gucken wir noch mal weiter. Was gibt es sonst noch für Mittel und Wege oder Möglichkeiten? Wir haben einen Videoanruf, da das zeige ich euch jetzt auch mal, wobei man ganz klar sagen muss, das macht natürlich wenig Sinn. Ihr habt keine Kamera in der Uhr, deswegen könnt ihr hier den Anruf jetzt auch entgegennehmen und auch die Sprachfunktion nutzen. Vom Grundsatz her macht es natürlich wenig Sinn, weil ihr halt eben kein Bewegtbild letztlich abbilden könnt. Ja, das war's eigentlich soweit erstmal zu WhatsApp und Co. auf der Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst's mich herzlich gerne wissen. Es ist so, dass diese neue App für WhatsApp auf der Uhr natürlich einiges verändert hat. Bei den Vorgängervideos war es immer so, da war alles ein bisschen kritischer. Jetzt hier funktioniert es einwandfrei. Auch mit Outlook funktioniert es einwandfrei. Und wenn demnächst noch Gmail kommt, dann sicherlich auch da. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.